Fortnite Battle Royale kam vor fast 8 Jahren raus und mittlerweile sind wir in der 36. Season. Kaum zu glauben, oder? Damals noch ein Experiment, heute ein Meilenstein in der Gaming-Welt. Besonders Chapter 1 hat bei vielen von uns bleibende Erinnerungen hinterlassen, von ikonischen Orten bis hin zu legendären Items und Events, die das Spiel für immer verändert haben. In diesem Video blicke ich zurück auf alle 10 Seasons von Chapter 1, was ist dort passiert, wie hat sie sich angefühlt und natürlich, welche Season war richtig stark und welche war richtig schlecht. Willkommen zu meinem Chapter 1 Season Ranking. Wir schauen uns alle Seasons an und am Ende entscheiden wir uns für einen Gewinner, aber mich interessiert auch eure Meinung. Welche Season war für euch die beste? Welche hat euch enttäuscht? Schreibt es mir unbedingt in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt, wie ihr das seht. Und falls ihr wissen wollt, was Fortnite's Prime insgesamt war, dann schaut euch auch hiernach gerne mein Video dazu an. Link in der Videobeschreibung. Nun dann, lasst uns gemeinsam in die OG-Zeit zurückreisen. Die erste Season von Fortnite und Chapter 1 kam am 26. Oktober 2017 heraus und hat zunächst keinen Namen, später wurde die Season aber First Steps genannt. Da vor Season 1 ja bereits Season 0 lief, die wir hier by the way nicht mit reinzählen, waren zunächst die einzigen Änderungen der Season, dass der Raketenwerfer in den Kürbiswerfer umbenannt wurde, wegen Halloween, und der Big Shield von grau zu blau und das Medkit von grau zu grün hochgestuft wurden. Außerdem wurde das Slurp Juice eingeführt, der zu Beginn nur 25 Schild über 25 Sekunden gab. Im Laufe der Season wurden dann aber noch der Busch, das Jump Pad, die schallgedämpfte SMG und die Rauchgranate hinzugefügt. Also schon mal gar nicht so schlecht. Außerdem handelt es sich hier auch noch weitestgehend um Items, die Fortnite damals zu Fortnite gemacht haben. Denn wo sonst konnte man sich schon mal als Busch verkleiden, auf ein Jump Pad springen, durch die Luft fliegen und mit einem Kürbis jemanden hochjagen. Season 1 hat aber nicht ausschließlich Lootpool-Updates gehabt, sondern auch den Season Shop, damals die erste Version des Battle Passes. Aber es war nicht einfach nur ein Shop, denn man konnte nicht einfach seine V-Bucks nehmen, den Creator Code Cyphex-Tam eintragen und sich alles kaufen, sondern man musste XP bzw. Level sammeln, um sich die Cosmetics kaufen zu können. Ein komisches Prinzip. Ganz am Ende der Season, die übrigens nur 49 Tage ging und damit die drittkürzeste Season jemals war, wurde der erste LTM 50 vs 50 eingeführt. Alles in allem war Season 1 schon eine coole Season, die auch sehr nostalgisch war, aber wir müssen sachlich an die Sache rangehen und daher wird die Season nicht ganz oben stehen, aber zu dem finalen Ranking kommen wir am Ende des Videos, also bleibt unbedingt dran. Kurz vor Weihnachten 2017, am 14. Dezember um genau zu sein, kam dann Fortnite Season 2 mit dem Titel Fortnights raus. Es war die erste Season, die ein Thema hatte und gleichzeitig auch den Battle Pass einführte. Dieser ersetzte den Season Shop. Die OG Battle Passes waren noch ein wenig anders als die jetzigen. Damals gab es 2 Reihen, einmal mit kostenlosen Belohnungen und einmal mit Premium-Belohnungen. Und im Battle Pass voranzukommen, mussten Spieler Battlesterne sammeln, anders als heute mit den XP. Auch brachte Season 2 zum ersten Mal den Wingglider ins Spiel, den Spieler bekamen, wenn sie eine Runde gewannen. Gameplay-technisch geschah hier eine Menge, denn Epic Games war auf Content-Modus. Natürlich wurde der Granatwerfer in einen Schneeballwerfer umfunktioniert, passend zur Weihnachtszeit. Außerdem wurden in dieser Season Minischilde, Boogie-Bombs, Lagerfeuer, die schallgedämpfte Pistole, der Chuck-Chuck, die Minigun, die Armbrust und Impulsgranaten hinzugefügt. Puh, eine ganz schöne Menge. Auch hier eine gesunde Mischung aus Waffen und Fortnite-Items wie den Boogie-Bombs, Impulsgranaten oder Chuck-Chuck. Wahnsinn, was Epic Games damals an den Tag gelegt hat. Und falls ihr jetzt denkt, wir sind schon fertig, oh nein, Freunde, wir haben das Wichtigste vergessen, die neuen POIs. Denn Season 2 brachte uns Orte wie Haunted Hills, Junk Junction, Snobby Shores und natürlich Tilted Towers. Auch diese Season war wieder sehr cool und hatte auch einen coolen Battle Pass. Und hier wurde das Fortnite-Feeling so richtig erst groß. Doch jetzt ist es Zeit für Season 3. Sie kam am 22. Februar 2018 heraus und hatte als Thema Astronauten und den Weltraum. Hier hat Fortnite so richtig an Fahrt aufgenommen und das Momentum aus Season 2 mitgenommen. Nicht nur bekamen wir einen geilen Battle Pass mit John Wick oder den Beginn der Storyline mit den Meteoriten am Himmel, sondern wir bekamen weiterhin Loot-Updates wie die Deagle, das Jagdgewehr, den Lenkraketenwerfer und Lamas. Auch hat Epic uns mehr LTMs gegeben wie den Teams of 20 LTM und Blitz. Der Content und die Updates in der Season waren enorm und haben Fortnite jedes Mal frischen Wind gebracht. An der Map geschah nicht so viel in der Season, lediglich Lucky Landing wurde hinzugefügt. In dieser Zeit hat sich Fortnite durch seinen Lootpool mit Items, die nur Fortnite hinzufügen kann, wie der Portafort oder den Haftgranaten in die Herzen aller gespielt. Wer dabei war, weiß, wovon ich rede. Nicht nur habe ich in dieser Season selber angefangen zu zocken, sondern viele Handynutzer konnten es auch mit dem Release von Fortnite auf iOS. Insgesamt ist diese Season definitiv in meinen Top 5 Seasons of all time. Kommen wir nun zu Season 4, der Season, in der es drunter und drüber ging. Als wir am 1. Mai 2018 das Spiel starteten, sahen wir sofort eine große Veränderung. Dusty Depot wurde vor einen Meteoriten getroffen und ab sofort klaffte ein gigantischer Krater in der Mitte der Fortnite-Map. In diesem Krater war selbst eine kleine Basis und um die Basis herum waren Steine verteilt, die Spielern einen kurzen Low-Gravity-Effekt gaben.
Des Weiteren gab es überall auf der Map neue kleine Orte und Gebäude, wie beispielsweise Risky Reels, das Kino neben Wailing Woods, dem Superheldenhaus in der Nähe von Retail Row und Lonely Lodge und dem Bösewichtsquartier mit einer Rakete neben Snobby Shores. Passend zu diesen Orten war das Thema natürlich Superhelden und die Skins waren sick. Eine Woche nach dem Season Launch gab es dann aber die größte Überraschung. Epic launchte einen Modus, in dem Spieler zu Thanos werden konnten. Sowas war vorher noch in keinem Game gesehen und Epic war noch nicht fertig. Im Verlauf der Season kamen Jetpacks, Bouncer, die Thermal-AR, Stinkbomben, Dual Pistols und die Drum Gun sowie verschiedenste Modi wie Solid Gold und die Spielwiese heraus. Außerdem wurde in der Season Turbo Building eingeführt, was es leichter machte zu bauen. In Kombination mit der Spielwiese führte dies allerdings zu einer rapiden Verbesserung des Bauskills vieler Leute und es war die Geburtsstunde der ersten Sweats. In Season 4 brachte Epic auch das erste Fahrzeug heraus und zwar die Shopping Carts. Bis wir die Autos fahren dürfen, dauert es noch ein bisschen. Gegen Ende der Season gab es dann noch das erste Live-Event von Fortnite, ein unvergessliches Erlebnis. Es hat gezeigt, was Fortnite alles konnte und uns einen Vorgeschmack auf die Zukunft gegeben. In der Folge des Events tauchten auf der Map vereinzelt Rifts auf, die uns in den Himmel teleportierten als Hinweis auf die nächste Season. Welten kollidieren in Fortnite Season 5 und diese Season war wirklich etwas. Die Season lief während des Sommers und während Fortnites ersten Geburtstag. Ich erinnere mich noch gut an die Vibes, Fortnite während des Sommers zu spielen und Spaß zu haben mit den Freunden. Diese Season hat richtig Spaß gemacht, auch wenn sie ein paar Schwächen hatte, wie zum Beispiel die SMG-Meter, weil die P90 einfach viel zu stark war. Season 5 entfernte Moisty Maya und ersetzte es mit einem Wüstenbiom inklusive Paradise Palms, den Racing Track und eine Menge Dinosaurier. Ehrlich, die waren überall. Auch gab es einen neuen POI auf dem großen Berg unter Haunted Hills, das Wikingerdorf. Im Norden der Insel wurde Lazy Lake gebaut, mit dabei ein großer Golfplatz, auf dem man tatsächlich spielen konnte. Mitten in der Season entstand plötzlich auf einem Hügel im Wüstenbiom ein lilaner Würfel, der später über die Insel rollte. Loot Bowl technisch war auch hier wieder einiges am Start, so brachte Epic zum Start der Season das ATK raus, mit dem Spieler über die Map brettern konnten. Neue Waffen waren etwa die P90, die Double Barrel Shotgun oder die Heavy Sniper. Neue Items umfassten die Shockwell-Granaten, den Grappler, Rift-to-Gos oder die Portal Fortress. Der Loot Pool wurde also immer größer und das einzige, was ich in Season 5 bemängeln kann, war die SMG Spraymeter. Die war deshalb sehr extrem, weil die P90 die beste Shotgun, SMG und AR zugleich war. Aber das Game fühlte sich trotzdem legendär an und Wins wurden 100-mal cooler mit dem Slow-Motion-Win-Effekt. Season 5 ist hierbei die nächste Season in einer Reihe von Kracher-Seasons. Deswegen würde es schwer, hier einen eindeutigen Sieger zu ermitteln. Im Herbst 2018 kam dann Season 6, in der Kevin der Würfel mit Loot Lake verschmolz und die fliegende Insel kreierte. Viele fanden die Season eine der schwächeren von Kapitel 1. Ich persönlich mochte sie auch nicht so gerne wie die Seasons davor, aber alles in allem war es eine solide Season. Die Skins im Battle Pass waren in Ordnung und wir bekamen zum ersten Mal Tiere als Backblinks und die Lobbymusik. Auf der Map verteilt waren nun Schattensteine an den Orten, an denen der Würfel Runen hinterlassen hatte, und es spawnten auf der Insel vereinzelt Monster. Die neue fliegende Insel wanderte im Laufe der Season über die Map von Rune zu Rune und auf dem Shifty-Berg lag nun der abgestürzte Battlebus aus dem Trailer. Epic brachte in dieser Season auch ein neues Fahrzeug raus, nämlich den Quad Crasher. Neue Waffen und Items umfassten unter anderem den Six-Shooter, den Quad Launcher, Ballons, die AK und den Geschützturm. Auch gab es ein cooles Fortnite-Mess-Event, bei dem es allerdings einen Bug in der Belohnungsvergabe gab und so wurden für die ersten 2 Stunden des Events bei manchen Challenges statt XP Battlesterne vergeben, wodurch Spieler, unter anderem ich, sehr viel Fortschritt im Battle Pass machen konnten. Im Laufe der Season gab es dann das Butterfly-Event, bei dem Spieler in das Innere des Würfels gezogen wurden und als wir nach einer kurzen Zeit wieder raus konnten, war der Würfel mitsamt der Insel explodiert und offenbarte einen überwachsenen Krater in der Mitte von Loot Lake. Eigentlich also eine coole Season, doch anders als in den anderen Seasons davor ist dann doch nicht so viel passiert, obwohl wir ein Live-Event hatten. Wir gehen auf Weihnachten zu und das bedeutet, es ist Zeit für Season 7. Das ist wahrscheinlich bei weitem die nostalgischste Season von allen. Die Musik, die Vibes, alles war on point. Aber halt, wir müssen objektiv rangehen. Also, was ist neu? Einmal, der Battle Pass hatte sehr coole Skins diese Season, unter anderem den Eiskönig und meinen Main-Skin Onesie. Nicht gerade der beliebteste Skin, aber so schlecht ist er nun auch wieder nicht, wenn ihr wisst, was ich meine. Auf der Map tauchte ein riesiger Eisberg auf, der die linke untere Seite in ein Schneebiom verwandelte. Dabei wurde Greasy Grove komplett verschüttet und eingefroren, aber dafür gab es 3 neue Orte, nämlich Happy Hamlet, Polar Peak und Frosty Flights. Dort und an ein paar anderen neuen Basen konnten Spieler in ein neues Fahrzeug einsteigen und Chaos veranstalten, nämlich in die Flugzeuge. Die waren schon ziemlich stark. Auf der Spitze von Polar Peak konnten Spieler ein Schwert aus einem Stein ziehen und wer das schaffte, war der stärkste Spieler der Runde. Es gab auch noch Geschenke, die wir bis heute bei Feierlichkeiten bekommen und andere Items und Waffen wie die Boombox, das schallgedämpfte Scharfschützengewehr, Glider Redeploys, das Infanteriegewehr und Flaschenraketen. Wow.
Ein neues Fortbewegungsmittel gab es ebenfalls, nämlich das Hoverboard. In der Season kam auch Fortnite Creative raus, was Spielern die Option gab, eigene Karten zu bauen und dort zu spielen, sei es eigene Minispiele oder Trainingsparcours. Die Season wurde dann mit einem kleinen Live-Event ergänzt, bei dem der Eiskönig die gesamte Map mit Schnee bedeckte, was aber auch erneut die Monster zurückbrachte. Zusätzlich gab es in dieser Season zum allerersten Mal ein Konzert, und zwar trat Marshmello in Pleasant Park auf. Auch wurde sie um ca. 2 Wochen verlängert, da Epic Urlaub machte, doch in dieser Zeit gaben sie uns Challenges, mit denen wir neue Styles für Outfits verdienen konnten. In der Season ist also wirklich einiges passiert, auch wenn eigentlich gar nicht so viele neue Waffen dazugekommen sind. Trotzdem ist die Season ganz oben mit dabei, dafür brauchst du die Nostalgie nicht mal. Nun sind wir bei Season 8, einer meiner Lieblingsseasons. Hier war das Thema Piraten und Abenteuer, und obwohl der Battle Pass mit Ausnahme von Pili schon schlecht war, war der Rest umso besser. Wir bekamen ein neues Dschungelbiom, das Wailing Woods ersetzte, und dort ragte nun ein Vulkan neben einer Lagune und ein Piratenschiff in den Himmel. Neue Waffen und Items waren unter anderem die Piratenkanone, der Baller, die Flintlock-Pistole, der Boombow und Giftfallen. Außerdem brachte Epic ein neues Spielsystem mit rein, Reboots. Spieler, die nun nach dem Niedergestrecktwerden gefinisht wurden, waren nicht mehr für den Rest des Games zum Zuschauen verdammt, sondern konnten wiederbelebt werden. Was auch sehr cool war, war die weitere Avengers Collab. Es kam ein neuer Modus raus, in dem Spieler entweder Team Helden oder Team Chitauri waren, und dafür wurden neue Items wie Captain Americas Schild, Thors Axt und vieles mehr hinzugefügt. Competitive wurde in der Season auch mit dem Arena-Modus bestückt und der World Cup wurde angekündigt. Am Ende gab es noch das Live-Event Beyond Vaulting, in dem Spieler in den Zero Point springen und eine Waffe auswählen konnten, und sie entschieden sich für die Drum Gun. Doch als das Event zu Ende war, wurden alle in die Luft katapultiert und konnten sehen, wie eine Vulkaneruption sowohl Retail Row als auch Tilted Towers zerstörte. Also eigentlich eine coole Season, doch viele waren von den Schwitzern genervt, die in der Zahl enorm zugenommen hatten durch Creative. Auch wurden ein paar Features wie beispielsweise Siphon oder automatischer Glider Redeploy teilweise für längere Zeit wieder deaktiviert, und Epic beschränkte die Mats wie heute auch auf 500 von jeder Ressource. Nichtsdestotrotz ist die Season sehr hoch im Kurs. Die Zukunft ist hier in Fortnite Season 9, und ich muss ehrlich sagen, wenn das die Zukunft ist, dann will ich sie nicht. Der Battle Pass war schlecht und hatte keinen Skin, wo die Leute sonderlich ausgedickt sind. Zudem mussten Spieler durch die Fortbytes für viele Belohnungen über die Map hustlen, und das war schon recht nervig, obwohl die Idee eigentlich gut war. Tilted Towers und Retail Row, die beide durch den Vulkan zerstört wurden, bekamen neue Namen und einen modernen Look. Der Vulkan wurde umgebaut und über die Insel führten mehrere Windkanäle sowie schwebende Plattformen. Die größte Neuerung war aber natürlich, dass Epic die Pump Shotgun entfernte und stattdessen eine neue Shotgun einführte, nämlich die Combat Shotgun. Damit waren die Spieler alles andere als zufrieden. Andere Items waren beispielsweise die Chuck Splashes, der Stormflip, der Annäherungsgranatwerfer und die Drum Shotgun. Im Laufe der Season brach das Eis vom Eisberg langsam auf und enthüllte eine Kreatur, die plötzlich aus dem Eis verschwand und dann zum großen Live-Event der Season wieder auftauchte. Das Monster vs. Mech Event war schon cool, da kann man vom Rest der Season halten, was man möchte. In dieser Season fand auch der World Cup statt, den Booger gewann. Also ist schon etwas passiert, doch es war eine sehr anstrengende Season mit vielen Sweats, und wenn man normal spielen wollte, ging das nicht, weil alle gegrindet haben. Natürlich war das für viele cool, doch die Spielerschaft teilte das noch mehr in Casuals und Pros. Dazu kam der zerstörte Lootpool, der vielen die Lust auf das Game nahm. Daher kommt Season 9 leider nicht so gut davon. Und damit kommen wir zur finalen Season von Chapter 1, Season X. Diese Season war wirklich ein Ritt. Der Battle Pass war nicht gut, da er einfach nur Skins aus vorherigen Seasons remixte, was aufgrund des Themas von Zeit etc. zwar passend, aber sehr langweilig war. Auf der Map wurde durch den freistehenden Zero Point die Zeit manipuliert, sodass Dusty Depot und die Factories sowie der Meteor zurückkamen. Über die Season wurden ein paar Orte verändert, so wurde Tilted Towers zwischendurch zu Tilted Town, wo man nicht bauen konnte, Retail Row wurde zu einer Zombie-Stadt und in Greasy Grove wurde man alle paar Minuten zum Tanzen gezwungen. Das stieß bei den Spielern auf gemischtes Feedback. So war das auch mit dem neuen Fahrzeug, das Epic herausbrachte, dem Mech. Ein Fahrzeug, was alles in egal welchem Umkreis zerstörte und eliminierte. Zudem wurde in der Season fast jede Art von Fortbewegung gevaultet und neue Waffen und Items gab es fast gar nicht. Nur eine neue Sniper und die Junk Rifts sowie die Shield Bubble und 2 Items von Batman, die in-game waren, als Tilted kurz zu Gotham wurde. Also wirklich nicht der Burner, und auch wenn viele jetzt sagen, was, so schlimm war die Season doch gar nicht. Damals zu der Zeit hat Epic einen regelrechten Shitstorm für diese Season bekommen. Ich persönlich habe in dieser Season sehr wenig gezockt und auch den Battle Pass gar nicht fertig bekommen, was ich in Retrospect zwar schade finde, aber die Season hat wirklich nicht so viel Spaß gemacht. Nicht nur lag das am Lootpool und an den Schwitzern, es war auch einfach viel zu voll auf der Map und zu viel ging ab, man konnte nirgendwo mehr hingehen, ohne dass irgendein Effekt oder Event auf einem lag. Das Endevent am Ende zerstörte die Map und erst Jahre später würden wir merken, was wir eigentlich hatten, aber zu dem Zeitpunkt waren wir alle froh, dass wir was Neues bekamen. Kommen wir also nun zum abschließenden Ranking.
In meinen Augen war gameplay-technisch und von der Map her Season 5 die beste. Obwohl die SMGs Meta waren, hat das Gameplay gestimmt und die Map war einfach großartig. Auf den zweiten Platz kommt Season 7. Ja, ich weiß, ich fand die Season damals selbst nicht so cool wegen den Flugzeugen und so, aber wenn wir mal so drüber nachdenken, was alles in der Season passierte und was drin war, ist sie verdient so weit oben. Auf den dritten Platz kommt Season 8. Hier war die letzte Season, bevor es chaotisch wurde auf der Map. Die Season hatte zwar einen langweiligen Battle Pass, doch das Gameplay und der Arena-Modus heben die Season locker hoch. Auf den vierten Platz packe ich Season 4. Vom Feeling her würde ich sie noch weiter nach oben packen, aber da wir hier nach Gameplay und so weiter gehen, finde ich den Platz auf der Liste schon gerechtfertigt. Es war die erste Season, in der so wirklich was passierte und das war schon cool. Platz 5 geht an Season 2. Der Lootpool war wirklich nice in der Season, doch die Map war noch sehr offen und es gab noch nicht so viel Zeug, obwohl Fortnite damit hier ein bisschen anfing. Auf dem 6. Platz ist Season 3. Auch eine meiner liebsten Seasons und es war sehr eng zwischen Season 2 und Season 3. Doch waren die anderen Seasons viel zu stark von den Features und Neuerungen, als dass wir sie groß höher packen könnten. Den 7. Platz belegt Season 6. Sie war ebenfalls solide, doch hat sich hier nicht so viel getan, mit Ausnahme der Würfelinsel und die Zombies waren recht lästig. Auf den hinteren Plätzen wird es jetzt sehr eng. Auf den drittletzten Platz kommt Season 1. Wer könnte es mir verübeln, denn in der Season gab es praktisch nichts. Alles war rudimentär und dementsprechend finde ich den Platz verdient. Der einzige Grund, warum sie vor den anderen beiden Seasons liegt, ist, dass sie so kurz war. Auf dem vorletzten Platz liegt Season 9. Obwohl das Event sehr gut war, hat beim Gameplay leider fast gar nichts gestimmt. Und der letzte Platz geht an Season X. Tja, es muss nur mal einen letzten Platz geben und die Season war zu chaotisch, beziehungsweise die anderen zu gut. Also Freunde, das ist die abschließende Liste. Seid ihr damit zufrieden oder hättet ihr was anders gemacht? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Lasst ein Like auf dem Video und ein Abo auf meinem Kanal dafür mehr. Und dann schaut hier gerne mein Video über Fortnite Prime aus allen Seasons an.